Trockenheit, Sand und Steine. Bis auf wenige Lebensadern ist die Atacama ein menschenleerer Raum. Die Menschen, die einst lebten, sind weggezogen oder tot. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir fahren völlig alleine durch die Wüste. Seit Stunden sind wir keiner Menschenseele mehr begegnet. Auch keinem Tier oder auch nur einem Grashalm. Oh, cool, from Japan. Do you make world travel or what? Die Hand in der Wüste ist ein Kunstwerk von Mario Irarrázaval. Sie soll die Hilflosigkeit in der Zeit der Pinochet-Diktatur darstellen. Das hier ist der trockenste Ort der Erde. Hier fallen nur 1 bis 3 mm Regen pro Jahr. Zeitweilig hat es über Jahre überhaupt nicht geregnet. Die hier mal gelebt haben, sind mittlerweile alle tot. Let's see if we can find a place where to sleep tonight. Also Platz ist ja genug da, aber Platz zum Schlafen zu finden, dafür muss man erstmal von der Straße runterkommen hier. Echt krass, ey. Mondlandschaft. Bisschen höher hinten und dann geht's. Perfekt, was ein Ort, ey. Hier ist es so trocken, dass die NASA hier nach Mikroorganismen sucht, die auf dem Mars existieren könnten. Und wisst ihr was? Sie haben sie tief unter der Wüste gefunden. Leben auf dem Mars erscheint also möglich. Hier lebten die Menschen, die vor 100 Jahren das Nitratsalz abgebaut haben. Y esto tiene que ser un pueblo de trabajadores, de mineros que estaban aquí y que después claramente se mudaron porque no estaba más el trabajo del nitrato y no existe más el pueblo. Wo geht's du? Alles ab. El único árbol del desierto lo hemos encontrado. Nach hunderten Kilometern durch die Wüste nähern wir uns Antofagasta. Die Hafenstadt ist bis heute das Zentrum des chilenischen Bergbaus. Die Erde hier ist reich an Mineralien. Es werden Kupfer, Silber, Gold und Lithium abgebaut. Die Luft ist zum Schneiden. Sie ist voller Staub und es riecht nach Chemikalien.
Überall ist der Müll, Autowracks und Autoreifen. Die Straßen sind voll mit Lastwagen. Sie machen immer Platz, damit man vorbeifahren kann. We are in Antofagasta since 3 days now. Actually, because we have to arrange the veterinary stuff, because we want to cross to Argentina in maybe 10 days or something like this. So we need new papers to cross the border. We went to the veterinary this morning. It was a bit hard to find a veterinary that could give us this paper. One veterinary didn't have the printer to print the certificate for us, so we went to another one, didn't have time and not really clue how does it work, the whole procedure. And then we went to a third veterinary. She checked the dogs, she gave a vaccine. We have to come back at 4 to pick up the certificate. In Chile, they control the papers very precisely, so she wants to fill correctly the papers and she wants to take her time. And we appreciate it, even because we will get to the office for the last certification in Calama, so in another city, and we cannot come back if something is wrong. And finally my man comes. He went to buy some stuff that we need. Ciao, Schatzi! Ciao! Ich habe den neuen Tisch. Guck mal hier. Ich habe den neuen Tisch, den neuen Arbeitstisch. Ah, super! Ja, ein bisschen langes Bein, aber das schneiden wir jetzt gleich. Okay, okay. So you could find everything, no? Ja, naja, no Perfil, no Spray de aire. No. No And something, a support here Yes. to put here? Yes. Super. Und es war umsonst, es war gratis. Okay, so, gratis? Ja, nein, weil der Kassierer, der Kassierer war echt total krass grenzdebil und der hat es echt nicht hingekriegt. Und nachdem er es 3-mal probiert hat, hat er einfach durchgeschoben und es in meine Tüte reingeschmissen und hat gesagt, hau ab. So, now we get ready, we put everything in their place, and maybe today we will be able to leave Antofagasta. Wir verlassen Antofagasta am Abend und fahren in der Dunkelheit ca. 100 Kilometer Richtung Norden. Wir wollen ans Meer und ein paar Tage entspannen. Als wir morgens aufwachen, haben wir mal wieder einen hungrigen Gast. Am Anfang hatten wir Respekt vor dem großen Hund, aber er war sehr lieb. I don't know what to do. Siéntate. Siéntate. So, warten. Mali, warte. Warte. Und nicht. Oder? Der Platz hier war wunderbar. Der Klang des Meeres und in der Ferne die spielenden Seelöwen haben uns sehr gut gefallen. Hier sind wir in der Nacht angekommen. Wir haben gar nicht gesehen, was das für eine Straße ist. Und die führt hier direkt über den Berg drüber, am Hang entlang. Also das ist schon heftig, ja. Ist ja krass.
Unsere Außenministerin war auch hier. Annalena Charlotte Alma Baerbock. Krass. Wenn wir schon beim Thema Krieg sind, das hier ist übrigens ein Mahnmal für den Krieg zwischen Chile und Peru. Ah, sí, vero, estaba. Ya suenan como lobos. Wow. Also im zweiten schafft das nicht. Wir müssen im ersten fahren. Es ist auch so steil. Es ist echt krass hier. Gerade nach oben. Parece que no hay más calle. No se entiende dónde está. Da ist das Ende. Bricht abrupt ab und wir fallen ins Meer. Vor mehr als 100 Jahren gab es ca. 200 Oficinas Salitreras hier, wurde das begehrte Nitratsalz zur Herstellung von Dynamit abgebaut. Dieser Ort hier heißt Chacabuco und war die größte Nitratmine dieser Zeit. Im Jahr 1973 hat der Diktator Pinochet hier politische Gefangene untergebracht. Auf dem Höhepunkt der Produktion haben hier bis zu 7000 Menschen gelebt. 1700 Minenarbeiter, der Rest waren andere Berufe und natürlich die Familien der Arbeiter. Diese waren von den alleinstehenden Männern getrennt untergebracht, um Probleme zu vermeiden. Es gab hier alles: Schule, Kirche, Lebensmittel und sogar ein Theater. Die Menschen haben diesen Ort fast nie verlassen. Im Theater und der daneben liegenden Philharmonie traten große Künstler auf. Die Minengesellschaften haben viel Geld in die Unterhaltung der Mitarbeiter gesteckt. Es sind sogar Zuschauer aus Santiago de Chile bis hierher in die Wüste gekommen, um das Theater zu sehen.
Dieses Denkmal erinnert an die Zeit, als der Diktator Pinochet hier politische Gefangene untergebracht hat. Die Gefangenen hatten keine Chance zu entkommen. Es war alles vermint und niemand hätte die lebensfeindliche Wüste überlebt. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Für dich ist es gratis und uns hilft es sehr. Moin! Ja, sind wir gestern ganz schön lange Auto gefahren. Wir haben uns gestern Abend noch festgefahren. Echt, ich hätte jetzt gerne noch gefilmt, aber das war schon dunkel und wir waren richtig, also da vorne, da, nicht mal weit weg, ein paar Meter. Ja, und das kommen hier an, wollten es uns gemütlich machen und prompt, ja, dann das erste Mal mit neuen Reifen festgefahren. Egal. Also, wir sind auf der Route 1, also mal zur Erklärung. Chile ist ja nun ein wahnsinnig langes Land und wir fahren jetzt von ganz Süden bis ganz Norden durch. Wir wollten eigentlich alles mitnehmen und wir sind auf der Route 1 Richtung Iquique. Das ist so die letzte größere Stadt. Dann kommt noch Arequipa, das ist die letzte größere Stadt, Iquique. Und wir haben jetzt aber gerade eben entschieden, wir drehen um und fahren gleich Richtung San Pedro de Atacama. Weil wir haben jetzt noch genau 7 Tage, nein nicht mal, 6 Tage Zeit. Dann müssen wir Chile verlassen, weil dann, ja, dann laufen die ärztlichen Tierarztzeugnisse ab von den Hunden wieder und dann müssen wir alles wieder neu machen. Also wir haben jetzt noch 6 Tage Zeit und das schaffen wir nicht. Außerdem ist hier eine Bergbaustadt nach der anderen. Es ist hier nur Industrie und es ist so dreckig. Also ich habe noch niemals so viel Müll, also überall, also einfach überall. Egal wo ich hinlaufe. Also jetzt ist ja hier nur so ein bisschen, aber es ist alles voll. Es ist einfach überall Müll, es ist überall Glas, es ist alles voll. Und obwohl wir hier wirklich mitten in der Natur stehen, im Nichts, also wir sind im Nichts. Ja? Na egal auch, auf jeden Fall hauen wir jetzt hier ab und fahren noch mal ein Stück zurück und fahren dann, kreuzen dann sozusagen diese Berge da und fahren auf die andere Seite und dort kriegen wir dann vom Gesundheitsamt das Zeugnis, um mit den Hunden über die Grenze zu kommen und dann fahren wir nach San Pedro de Atacama und das wird richtig geil, dann geht es ins Valle de la Luna, das ist so richtig Wüste und richtig cool mit Geysiren, mit allem drum und dran, da freuen wir uns sehr drauf. So, wir packen jetzt unsere Sachen zusammen, Alessandra ist schon fertig, auf geht's. Mali Wimmer! Bist du fertig? Ja? Auf geht's! Vamos! Campo de golf en el medio del desierto. Der Berg dort besteht fast nur aus Kacke, der weltberühmte Guarme-Dünger. Diese Route ist ein bisschen langweilig. Wir fahren jetzt seit ungefähr 50 Kilometer im dritten Gang mit 2500 Umdrehungen geradeaus bergauf. Also das ist wirklich, das ist unglaublich. Nichts im Nichts. Und es passiert nichts und es wird immer langsamer. Das Auto wird echt mal langsamer. Wir sind auf 2000 Meter und es wird einfach immer langsamer. Jetzt geht's so steil bergab, dass Notfallspuren installiert sind für die, die nicht mehr bremsen können. Wir sind gleich in Calama, der Bergbaustadt. Am Horizont sieht man Teile der Mine Chuquicamata. Das ist ein 1 Kilometer tiefes Loch und hier wird Kupfer abgebaut.
¿Encontraste? Nada. Nada, nada, nada. Keinen einzigen Ohrring. Also zum nächsten Laden. Ich habe jetzt aber eine Adresse. Na gut. Da sind sie. Set-Ohrringe. Oh. Und ey, es ist so krass. Fragst nach dem Preis und dann, ja, 1 Euro pro Ring. 1 Euro pro Ring. Ja, also das ist schier unglaublich. Das ganze Set kostet im Internet mit 1000 Ringen. Ich weiß nicht, was da 500 Ringe drin sind. Kostet 4,99 Euro. Und es war dasselbe Set. Und jetzt muss man echt mit viel handeln, 80 Cent. Ja, unglaublich. Naja, egal, haben wir. Silikonspray. Guck mal, atrás dentro de la box ist hey. Bergbaustadt hat auch seine Vorteile. Wir haben hier den letzten Ort vorm Pass, wo wir die Chance haben, noch irgendwie O-Ring zu ersetzen auf der Ladeluftstrecke. Und wir haben ja alles sauber gemacht vor ein paar Tagen. Ich habe jetzt einfach noch mal geguckt und es kommt eigentlich nur am O-Ring vom Druckmesser der Ladeluftstrecke. Und genau da wird ja auch gemessen, wie viel Saugrohr, also wie viel Power unser Turbo hat, also wie viel Druck wir aufbauen. Und da fehlt es ja. Und genau der O-Ring, der war kaputt. Also der hat 2 Risse. Also 2 Risse hat der O-Ring und wir haben durch Zufall, ich wusste die Größe nicht, ich habe ihn vorher nicht ausgebaut, durch Zufall genau den gleichen gekauft. So, ich kriege jetzt da wieder runter in das Auto, mach da alles sauber, hau den Scheiß da rein und dann, wenn wir Schwein haben, haben wir wirklich wieder Leistung. Aber gut, ich gebe die Hoffnung mittlerweile auf. Ja, wir sind in Calama, mitten in der Wüste, weil in 4 Tagen verlassen wir endgültig Chile. Dann ist unser Chile-Trip wirklich beendet. Vielleicht kommen wir noch mal im nächsten Jahr wieder, aber jetzt geht es erstmal raus. Und in Calama ist der letzte Ort, wo es vom Veterinäramt sozusagen Papiere gibt. Und die sind so lahmarschig. In Argentinien war das echt, man ist hingegangen, hat von einer Minute seine Papiere gehabt. Und es war fertig, konnte gehen und hat dafür 60 Cent bezahlt. Und hier zahlen wir jetzt irgendwas um die 40 Euro. Und das dauert 72 Stunden und die nehmen sich auch diese 72 Stunden. Also wir holen das heute ab.
und fahren dann Richtung San Pedro de Atacama, um dann eben in 4 Tagen die Grenze zu überschreiten. So, und jetzt kommt der Witz. In Calama, oder der Witz, warum stehen wir hier? Wir hätten ja auch in Calama bleiben können. In Calama willst du nicht bleiben. Also Calama ist mega kriminell. Es ist in Iowa alles voll mit Warnungen, aber was viel schlimmer ist, wir sind da durch die Stadt gelaufen, man fühlt sich da auch komisch. Also du wirst da wirklich richtig beäugt, ja, und man sieht, es ist so eine Bergbaustadt, die hat kein Herz, keine Seele. Ich habe schon gesagt, so eine Stadt voller Diebe und Nutten, ja, also wirklich richtig krass. Und deswegen sind wir rausgefahren und jetzt stellen wir uns hier gestern Abend hin und was passiert? Mitten in der Nacht kommen Motorräder ohne Licht, also wirklich lauter schwarze Gestalten auf Motorrädern ohne Beleuchtung hier auf einmal an und wir echt schon Angst und Bange gedacht, wir müssen hier abhauen. Am Ende ist aber nichts passiert und wir haben eine gute Nacht hier verbracht. So, jetzt auf nach Calama, auf Papiere holen und dann geht's weiter. Björn wartet im Auto und ich hoffe, dass die Papiere für die Hunde fertig sind. Guck ich einfach nach Fertig. Offroad. Ja, wir fahren mal wieder durch die Atacama und es ist ja schon eine Challenge, die einmal zu durchqueren. Aber jetzt, wo der Motor wieder funktioniert, durchqueren wir sie 3-mal. Warum? Wir haben vor einer Woche ein Paket bestellt. Da ist was drin, was wir echt brauchen, um komplett autark arbeiten zu können und unterwegs sein zu können und uns keine Gedanken mehr darum zu machen. Und das Paket kam erstens viel zu spät an und derjenige, der uns das bringen wollte, der hat auch noch abgesagt und wir waren schon... Ja, Batterie leer, weiter geht's. Also, wir waren schon an der argentinischen Grenze und haben eigentlich nur auf unser Paket jetzt gewartet und hätten gedacht, okay, das wäre ja cool, wenn das zu uns kommt, aber das mit dem zu uns kommen, das hat eben nicht geklappt. So, und jetzt fahren wir von San Pedro de Atacama wieder komplett einmal durch Chile durch bis Antofagasta. Da ist nämlich unser Paket. Weil es so schön ist und weil wir keine anderen Hobbys haben. Aber man muss schon sagen, in ganz Südamerika gibt es keine Straßen wie hier. Also wir können hier mit 120 durchknallen und das ist schon fett ausgebaut. Also schon sehr geil. También disfrazado elegante, ¿qué hacen aquí? Buena. Una fiesta. ¿Una boda o qué? ¿Una reunión? Ja, hier kommt jetzt der Grund, warum wir dreimal durch die Wüste fahren, uns die Atacama wirklich 3-mal antun. Ganz einfach, wir haben durchgehend 120 Watt Solar auf dem Dach und eine 120 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Das funktioniert soweit auch gut, aber wenn es bewölkt ist, dann funktioniert es nicht gut. Und gerade dann brauchen wir den Strom, weil dann verbrauchen wir mehr Licht, dann sind wir auch gern drin, dann arbeiten wir halt auch gerne. Und um diese Stromprobleme zu lösen, hätte ich ja jetzt sagen können, okay, ich kaufe mehr Solar. Na gut, wenn die Sonne nicht scheint, kann ich so viel Solar haben, wie ich will. Das geht nicht auf. Ich hätte ja auch eine größere Batterie raufen können, aber dann wäre ich am zweiten Tag in derselben misslichen Position, müsste also wieder fahren oder mir einen neuen Ort suchen. Und deshalb, hier kommt's. Tata! Wir haben uns einen Benzingenerator geholt, einen ganz kleinen, der wiegt nur 9 Kilo. Da passt hinten in unsere Kiste rein. Und wenn wir jetzt wirklich Strom brauchen, dann schalten wir das Ding einfach an. Für 2 Stunden, dann ist die Batterie wieder aufgeladen und dann haben wir den ganzen Tag wieder zum Arbeiten. So. Und verbrauchen dabei 2 Liter Benzin. 2 Liter Benzin sind 2 €. Das ist geschenkt. Perfekt. Kleines Teil, kleines Viech. Mal gucken, wie es ist. Ja, ihr Lieben, also die Woche, die war wirklich wild verrückt. Wir sind auf und ab gefahren, dass man mal versteht, wo wir überhaupt sind und was wir gemacht haben. Hier nochmal die Karte. Also wir sind von Antofagasta ein bisschen nach Norden gefahren, nach Tocopilla. Dann haben wir entschieden, umzudrehen nach Calama, weil es dort die Papiere für die Hunde gibt. Und dann sind wir in der Hoffnung, unser Paket zu kriegen, eben bis San Pedro de Atacama schon gefahren. Hat alles nicht geklappt, hin und her im Zickzack durch die Wüste. So, und in der nächsten Woche geht es wieder nach San Pedro de Atacama und dann wollen wir irgendwann über den Pass drüber. Wir müssen auch nochmal Danke sagen. Super lieb von euch, dass ihr uns bei PayPal unterstützt. Es hilft uns sehr, die Videos in der Qualität zu produzieren. Wir sehen uns in der nächsten Woche. War schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!